tolle Haptik, tolles Gefühl, hier außen gummiert. Dann schraubt ihr das hier, je nachdem wie groß oder was für einen Durchmesser euer Lenker hat, entsprechend auf. So macht man sich vollständig zum Nappel. (2015) wurde das Unternehmen Insta360 gegründet und spielt heute mit den ganz Großen im Bereich Actioncams und 360-Grad-Kameras mit. Ja, und hier habe ich sie. Ja, die Insta360 One X2. Neben GoPro und DJI hat sich das Unternehmen echt einen guten Ruf erarbeitet und heute schaue ich mir mal dieses Gerätchen hier genauer an. Eine 360-Grad-Kamera im kompakten Format. Was haben wir hier? Die Ultimate Edition oder das Ultimate Kit. Allein schon die Verarbeitung, schaut euch mal hier diese Box an, das ist schon sehr wertig und im Ultimate Kit ist wirklich alles drin, was ihr braucht. Dazu gab es noch ein Helm-Mount Bundle, also zur Befestigung an euren Mountainbike- oder Motorradhelm. Dann gab es dazu noch das Motorcycle Mount. Da kann man, hat man verschiedene GoPro-ähnliche Befestigungssysteme für den Helm nach oben und so weiter. Zeige ich euch gleich. Dann gibt es noch oder gab es noch dazu die GPS Smart Control. Damit könnt ihr eure Fahrten oder eure Drehs tracken mit Geschwindigkeit, Gehkräften und sogar GPS-mäßig auf einer Karte. Das ist also eine kleine Fernbedienung. Und zum Schluss noch den Helmet Mount. Da könnt ihr eure Kamera ganz oben auf den Helm rauf machen, habt eine ganz tolle 360-Grad-Übersicht. Sieht ein bisschen aus wie ein Teletubby. Das habe ich bei der Insta360 One R getestet. Seht ihr übrigens da oben das Video. Aber fangen wir an, gucken wir mal, was hier drin ist. Also ich muss sagen, die Verpackung jetzt schon mal so als allererstes gefällt mir super. So. Wow, da ist richtig viel drin. Fangen wir mal an hier mit dem kleinen Paketchen. Das sind typisch natürlich für solche Produkte die Bedienungsanleitung, aber dann gibt es noch ein kleines Audiokabel. Dann gibt es sogar von Insta360 eine Speicherkarte, die auch genügend schnell ist für 360-Grad-Videos. Hier ein kleines Heftchen und was haben wir hier? Das sieht mir aus wie eine kleine Tasche, so, um die Kamera zu schützen, genau, aus Neopren. Hier vorne auch schön verarbeitet, eingenäht das Logo. Fangen wir doch mal mit der Kamera an sich an. Hier ist sie nun. Ja, Insta360 One X2. Schaut euch das an. Zwei Kameraobjektive hat die Insta360 X2, einmal hier und auf der anderen Seite. Beide haben einen Aufnahmeradius von 180 Grad und das gibt dann die 360 Grad Perspektive. Ich mache sie einmal an und da seht ihr vorne einen kreisrunden Monitor. Da kann man die Kamera super bedienen. Man kriegt aber auch eine kleine Übersicht, was man alles sieht. Schaut mal hier, wenn ich hier jetzt drehe, habe ich eine 360 Grad Perspektive komplett. Ich kann also einmal hier rumgehen. Das ist jetzt kein Dollar-Monitor, aber für eine erste Ansicht reicht das völlig aus. Schalten wir sie wieder aus. Dann habt ihr hier oben ein Kästchen. Das Ganze ist übrigens 10 Meter wasserdicht. Darum hier alles mit Gummis geschützt. Ein USB-C-Anschluss. Und hier dann zweimal drücken auf beiden Seiten, kommt der Akku raus. Auch wasserdicht. Ihr müsst nur darauf achten, dass wenn es eingeklickt ist, dass hier nichts mehr rot ist. Dann ist die Wasserdichtheit nicht gegeben. Also nochmal ein bisschen fest darauf drücken. Eingerastet, nichts Rotes, wasserdicht. Ja, tolle Haptik, tolles Gefühl, hier außen gummiert, sehr fester Knarschnee. Also das ist schon wirklich
eine Top-Qualität. Machen wir weiter. Hier USB-C auf USB-A-Kabel. Dann haben wir hier, was haben wir denn da? Aha, jawohl. Das ist wirklich simpel, das sieht total billig und schnuppelig aus, so ein Objektivschutz, aber im täglichen Arbeiten macht er sich richtig gut, weil ihr müsst ihn einfach nur rauf machen. Das war's. Dann gibt es hier einen weiteren Objektivschutz, der ist aber für die Arbeit mit der Kamera gedacht, ändert aber ein bisschen die Bildqualität, das habe ich festgestellt. Ich habe ihn bisher noch nicht nutzen müssen. Wenn ihr aber jetzt einen Einsatz habt, wo es vielleicht ein bisschen heftiger zur Sache geht, dann könnt ihr den nutzen, weil das schützt natürlich eure Optik und die ist wirklich, die sollte geschützt werden. Auch ein kleiner Tipp von mir. Vor jedem Einsatz wischt die beiden Objektive, die 180 Grad Objektive genau ab. Bei 360 Grad Videos ist jeder kleine Futzel, jeder kleine Fussel kann da zur Beeinträchtigung der Bildqualität sorgen. Hier könnt ihr an die Kamera bzw. ja doch an die Kamera einen Blitzschuh-Mount anheften für ein Rode Wireless Go oder für ein Licht. Das Ganze hier auch nochmal ein Befestigungselement. Dann gibt es hier, ja, das ist eine Spielerei, aber ganz beeindruckend. Ihr könnt die Kamera hier festmachen und dann dreht ihr sie im 360 Grad Winkel einmal um euch herum. Also ihr schleudert sie um euch, da passiert nichts, keine Sorge. Und so entstehen ganz interessante, spannende Bilder. Dann gibt es hier einen zweiten Akku. Den braucht ihr auf jeden Fall. Damit seid ihr aber auch sicher und könnt eine ganze Zeit lang drehen. Dann habt ihr hier ein Dreifach-Ladegerät mit USB-C-Anschluss. Da können 3 Akkus gleichzeitig geladen werden. Und ihr habt die Magie der Magie, den Insta360 Invisible Stick. Der lässt sich fantastisch weit ausziehen, Kamera oben ran und er wird dann durch die Kamera und durch die Software rausgerechnet. Das heißt, ihr seht ihn nicht, aber das seht ihr gleich in unseren Bildern, die wir natürlich auch noch machen. Okay, also ein riesen vollständiges Paket hier in dem Ultimate Kit. Als allerletztes gucken wir hier mal einmal rein, die GPS Smart Remote. Das ist eigentlich nichts anderes, kennt ihr von anderen Kameras auch, eine Remote. Also eine Fernbedienung, die ihr hier zum Beispiel am Lenker oder an irgendeinem Rohr festmachen könnt. Und dann könnt ihr hier durch Ein- und Ausschalten, gibt ein Display. Das Ganze wird dann connected über Bluetooth und ihr habt den Vorteil, dass ihr hier eure Wege, eure Fahrten GPS-mäßig tracken kann. Auch wieder wie bei Insta360 toll durchdacht, damit man das Ganze ein bisschen schützt. Gibt es hier einen Silikonschuh, oder Überstülper. Der ist nicht nur zum Schutzer, sondern ihr könnt jetzt hier diesen Gurt hier zwischen machen und könnt es euch an den Arm machen oder wo auch immer. Auch sehr durchdacht das Ganze. Ja, die X2 arbeitet im 360-Grad-Modus mit bis zu 5,7K bei 30 Frames und im 4K-Modus ja, bis zu 50 Frames. Das Objektiv oder beide Objektive haben eine Brennweite von 7,2 mm. Das wäre äquivalent zur Kleinbildgröße ungefähr 35 mm und eine relativ lichtstarke Anfangsöffnung von 2,0. Kodiert werden die Videos im H265-Modus. Beim H265-Modus muss ich nur sagen, das ist einer der aller rechenintensivsten Codecs, die es überhaupt gibt. Das heißt, das Ausrechnen und Umrechnen dauert da richtig lange, aber dazu später etwas mehr. Die Datenrate liegt bei zeitgemäßen 100 Mbit. Die Akkulaufzeit der X2 gibt der Hersteller mit ungefähr 80 Minuten an und die Kamera ist bis zu 10 Meter wasserdicht. Ich habe so im 4K-Modus oder im 5,7K-Modus so um die 70 Minuten erreicht und 4K oder drunter geht es dann auch mal an die 90 Minuten. Das ist also absolut klasse. Zur Bearbeitung der Videos gibt es 2 Möglichkeiten. Einmal über eine App, welche es für Android und iOS gibt und dann noch auf dem Rechner und das ist, ja, die Software heißt Insta360 Studio. Tolle Software, mit der ihr ganz viel machen könnt.
So, dann schauen wir doch mal, was gibt es für Befestigungsmöglichkeiten für die Insta360 X2 am Motorrad. Eine ganze Menge. Ihr seht, ich habe hier den Invisible Selfie Stick schon mal in der Hand. Und jetzt kann man hier natürlich nach vorne gehen und ganz tolle Perspektiven machen. Zum Beispiel, wenn man am Anfang von seinem Mountainbike oder was auch immer, Auto, Motorrad, Beauty Shots machen will, geht man hier einfach mit dem Invisible Selfie Stick und der Insta X2 um das Motorrad rum. Und schaut mal, das sieht echt irre aus, fast wie ein Drohnenflug, wenn man jetzt auch noch hoch geht. Jetzt mal von vorne. So, schauen wir mal und wumm. Und von unten direkt hoch. Also eine starke Geschichte. Das will ich jetzt aber gar nicht zeigen, sondern einmal die Hauptbefestigungsmöglichkeit, wie ich sie für meine Motovlogs nutze. Den Stick legen wir mal hier unten hin. Und zwar ist das genau dieses Teil, was ich euch vorher gezeigt habe. Durch eine Stativbuchse, Schraube wird das hier rangemacht. Ganz simpel. Achtet darauf, dass der Bildschirm dann zu euch ist, also als Fahrer. Dann schraubt ihr das hier, je nachdem wie groß oder was für einen Durchmesser euer Lenker hat, entsprechend auf. So, und dann wieder zuschrauben. Und das war's. Dann die Feinjustierung. Solltet ihr achten, so nach vorne, was ich gesagt habe, Monitor zu euch. Und dann ist ein Punkt ganz wichtig. Die Insta360 rechnet alles, was oben und unten ist, im Prinzip raus, beziehungsweise unten. Das funktioniert eben auch so, nur mit dem Insta360 Selfie Stick. Ebenso müsst ihr bei der Befestigung der Kamera darauf achten, dass ihr das jetzt nicht in so einem Winkel habt. Ja? Schaut mal, nach vorne. Also das ist der Stick oder die Stativbefestigung. Nicht so, nicht so, nicht so, sondern immer in einer Ebene. Dann kann es auch richtig ausgerechnet werden. Also zack und fertig. Das ist also eine von den Motovlog-Einstellungen, die ich permanent habe. Helmkamera und die Insta360 vorne am Lenker. Und das sind tolle Bilder. Schaut mal selber. Gut, ich habe das Ganze schon befestigt für ein Navigationssystem. Das heißt, diesen unteren Bereich, das hier alles braucht ihr dann nicht. Wenn ihr euch das an euer Motorrad festmachen wollt, dann braucht ihr nur noch dieses hier und das Teil mit dem Kugelgelenk. Und dann kommt das hier, ähnlich wie drüben, ran, wird festgemacht. Und das hält wirklich, das hält bombenfest. Da bin ich schon mit 200 km/h gefahren. Das ist überhaupt gar kein Thema. Also das ist so eine Standardbefestigung am Mountainbike oder eben am Motorrad, mit der ihr ganz viel Spaß haben werdet. Eine weitere Möglichkeit der Befestigung ist hier so eine Small Rig. Ja, Schnalle oder so ein Spanner im Prinzip. Den könnt ihr auch halt an anderen Motorrädern ranmachen. Kostet wenig Geld, 10 €. Verlinke ich euch mal. Gut, dann machen wir das hier wieder ab, beziehungsweise das wollte ich euch noch zeigen. Der Teletubby-Style. Also ich habe mal auf meinen Helm hier hinten schnell ein GoPro-Pad draufgeklebt. Das geht in Windeseile und dann kommt das hier ran. Und dann, damit ihr es jetzt gleich nicht nur bei der Motorradfahrt die X2-Bilder in 360 Grad seht, sondern auch mal in den Genuss kommt, zu schauen, wie dämlich man damit aussieht, setze ich den Helm jetzt doch gern für euch auf. So, ich bin Motovlogger und wie mache ich mich zum Nappel? Genau, so macht man sich vollständig zum Nappel, kriegt aber super Aufnahmen. Eine eher ungewöhnliche Montageart und für 360-Grad-Kameras auch eigentlich nicht gedacht, aber dennoch könnt ihr das mal versuchen mit eurem Mountainbike oder Motorrad, weil es wirklich recht cool aussieht, ist nämlich diese hier. Da, wo normalerweise die Actionkamera dran ist, also hier vorne am Helm, macht ihr einfach die Insta360 ran. Kontrolliert das vorher in der App und dann schaut mal, wie das aussieht. Vor allen Dingen die Ansicht des Fahrers, ja, nicht gerade für eitle Menschen gedacht,
Aber der Blick nach vorne, der ist super, der ist wirklich klasse. Ihr könnt halt mit diesem System die Kamera fast überall befestigen. Hier für eine Ansicht der Reifen, vorne ebenso, wenn man hier an den Rahmen rangeht. Man kann das Ganze hier vorne auf den Kotflügel machen, gibt auch ganz, ganz tolle Bilder. Also da ist eigentlich, ja, oder sind euren Kreativitätsgedanken keine Grenzen gesetzt. Ich würde sagen, jetzt zeige ich euch mal ein paar Bilder der Insta360 One X2. Hier ist die X2 also mit dem Unicorn Helmet Mount direkt auf dem Helm montiert, weit nach oben. Das ist diese bekannte, was ich vorhin gesagt habe, Teletubby-Einstellung. Aber man sieht eine tolle Übersicht weit von oben. Klasse. Hier nun das Ganze ein bisschen atypisch für eine 360-Grad-Kamera direkt am Helm, wie bei einer normalen Actioncam, hat aber was. Ja, und das ist die ganz klassische Montage direkt vorne am Lenker. Ihr habt also die Sicht nach vorne und könnt dann eben im Schnitt auch auf euch direkt umschneiden. Das geht durch Keyframes, entweder durch einen harten Schnitt oder durch einen Schwenk, sodass ihr im Prinzip beide Perspektiven habt, hier eben auf den Fahrer gerichtet. Alle Aufnahmen sind in 5,7K, ihr seht es auf dem Bildschirm, 30 Frames und H265, das was ich auch empfehle für die beste Bildqualität. Gut, und hier habe ich mal den Invisible Selfie Stick montiert und ihr seht, das sind super Aufnahmen, als würde es ein vorausfahrendes Fahrzeug geben, das mich aufnimmt. Ganz tolle Geschichte. Sieht auch ein bisschen komisch aus, wackelt auch ein bisschen, hält aber und gibt echt mega tolle Aufnahmen mit der Insta1 X2. Hier ein bisschen aus der Hand, sollte man nur beim Langsamfahren in Seitenstraßen machen, Thema Verkehrssicherheit. Aber auch da kann man ganz tolle Einstellungen erstellen. Ja, und zum Schluss noch mal ein bisschen mit dem Mountainbike. Auch da kann man die Kamera an ganz verschiedenen Stellen montieren und hat dann echt richtig schöne dynamische Aufnahmen. Also mir gefällt es super. Okay, dann werfen wir einen ganz kurzen Blick auf die Insta360 Studio App. Die gibt es für Microsoft, also für PCs und für Apple OS 10 bzw. spätere Betriebssysteme. Das ist die Grundoberfläche. Ihr öffnet einfach hier Dateien. Dann markieren wir mal meine letzte Aufnahme. Hier auch aus dem Test der X2. Das Ganze wird relativ schnell installiert. Da werden also die Videodateien, Projektdaten und dann eben auch die Gyrodaten importiert und habt ihr hier oben verschiedene Ansichten. Ich finde diese Ansicht hier ganz gut, da weiß man gleich, was Sache ist. Öffnen wir mal und dann kann man hier unten, so wie ihr es aus dem normalen Schnittprogramm kennt, hin und her shutteln und ihr könnt euch die Bilder anschauen. Ihr könnt dann in das Bild auch hier reinzoomen und es entsprechend euch anschauen. Unten, wie gesagt, gibt es die Timeline, hier gibt es In- und Out-Punkte, hier könnt ihr Keyframes setzen. Also alles, wie ihr es im Prinzip aus einem normalen Schnittprogramm kennt. Dann ist hier oben die 360-Grad-Ansicht. Könnt jetzt also auf Play drücken. Hier funktioniert momentan wenig, weil da stehe ich nämlich. Auf Play drücken und könnt dann während des Ganzen euch die Perspektive anschauen. Wichtiger Punkt ist dann, oder wichtige Punkte, hier auf der rechten Seite. Hier habt ihr Ansicht wechseln, das heißt, ihr könnt hier so eine Kugelansicht machen. Ihr könnt aber auch in diese nach oben Weltansicht angeben. Da muss ich aber sagen, das ist beeindruckend, aber das ist eine Spielerei. Für einen richtigen Schnitt braucht man das eigentlich relativ selten. Gehen wir wieder zurück auf die ganz normale Ansicht. Hier unten jetzt, wenn ihr das Rohmaterial 1:1 exportieren wollt, weil ihr im Prinzip das Ganze in Premiere oder in Final Cut weiter bearbeiten wollt, dann braucht ihr hier keine Keyframe zu setzen, sondern ihr nehmt den ganzen Film, geht auf Exportieren und habt dann dieses Menü. 360 Grad Video ist das, was ihr wollt. Hier
wird der Dateipfad angegeben und dann geht ihr hier auf die Codierung oder auf das Codierungsformat. Und hier ist es ganz wichtig, H264 ist der momentan, ich sag mal, ja, mehr oder weniger aktuelle Standard, den gibt es schon sehr lange. Der ganz aktuelle ist H265 allerdings. Und das muss ich sagen, da dauert das Exportieren unheimlich lange. Also ihr müsst euch auf mehrere Stunden einstellen. Habt aber da eine sehr gute Qualität und eine hohe Komprimierung. Dann geht es natürlich noch in ProRes 4.2.2. Ich würde hier keine Körnung entfernen, einstellen und auch keine Farbeffekte. Das könnt ihr alles später in eurem Schnittprogramm machen. Und dann gibt es den Export und dann seht ihr hier im Prinzip, wie weit das Ganze ist. Wenn ihr auf diese Ansicht geht, ist hier auf der Seite so ein gelber Punkt und der wird dann in diesem Kreis immer größer. Und hier unten habt ihr eine Prozentanzeige. Und am Ende dann habt ihr das Ganze als MP4 oder als MOV-Datei und könnt es weiterverarbeiten. Ja, und eine ganz coole Funktion ist auch, dass ihr Personen oder Objekte tracken könnt. Das heißt, ihr nehmt irgendetwas auf, zieht in der Software einen Rahmen drum, drückt auf Tracking und die Figur, die Person, das Objekt wird getrackt. Das heißt, wenn ich jetzt hier lang laufe, kann ich jetzt hier einmal rumlaufen und es sieht so aus, als hättet ihr einen Kameramann, denn ich werde komplett von der App getrackt. Und das ist natürlich super, wenn man ja einmannmäßig unterwegs ist und man will einfach mal was verfolgen, ein Objekt oder eine Person, dann ist dieses Tracking echt sagenhaft. Das kann die X2 in Zusammenarbeit mit dem Insta360 Studio perfekt machen. Die Insta360 X2 ist künftig mein ständiger Begleiter bei den Bike for Fun Fahrberichten. Die Kamera überzeugt durch eine Top-Verarbeitung, das ist wirklich super wertig, eine sehr gute Bildqualität und ein durchdachtes Software-System. Es ist echt schon beeindruckend, die 360-Grad-Videos in der Postproduktion zu bearbeiten. Man kann mit der Maus alle Winkel einstellen, näher ranholen. Das macht auch riesen Spaß. Insta360 hat mir der X2 ein tolles Stück Technik auf den Markt gebracht. Und ja, ich freue mich schon auf spannende Aufnahmen, die ihr dann natürlich alle zu sehen bekommt.